Garten Lea, hör auf falsch zu gießen. Warum viele Tomaten im Sommer unnötig leiden. Viele Tomaten sehen im Frühsommer noch kräftig aus. Die Blätter wirken gesund, die Pflanzen wachsen schnell und jeden Tag scheint alles ein Stück besser zu werden. Doch genau in dieser Zeit beginnt in vielen Gärten ein stilles Problem. Nicht wegen zu wenig Wasser, sondern wegen der Art, wie gegossen wird. Letztes Jahr stand ich selbst vor meinen Tomatenpflanzen und wusste plötzlich nicht mehr weiter. Die Blätter hingen schlaff herunter, einige Früchte platzten auf, andere bekamen braune Stellen und obwohl ich jeden Tag gegossen hatte, wirkten die Pflanzen immer schwächer. Ich dachte damals wirklich, dass meine Tomaten einfach zu wenig Wasser bekommen. Doch dann kam meine Oma vorbei. Sie schaute sich die Pflanzen nur kurz an und sagte ganz ruhig: „Du gießt viel zu oft." Das wollte ich zuerst überhaupt nicht glauben, denn wenn die Erde trocken aussieht, greift man automatisch zur Gießkanne. Gerade an heißen Sommertagen. Aber genau dort beginnt oft der Fehler. Denn Tomaten sind erstaunlich robuste Pflanzen. Sie stammen ursprünglich aus warmen, trockenen Regionen Südamerikas. Dort mussten sie lernen, mit Hitze und längeren Trockenphasen umzugehen. Und genau deshalb mögen sie keine ständigen Wechsel zwischen trocken und völlig nass. Meine Oma hatte jedes Jahr Tomatenpflanzen voller kräftiger Früchte. Die Pflanzen waren stabil, gesund und hatten fast nie Braunfäule. Und das Erstaunliche war, sie hat nie hektisch gegossen. Alles lief ruhig und gleichmäßig ab. Heute verstehe ich langsam warum. Kapitel 1: Die falsche Tageszeit. Der erste große Fehler passiert oft bei der Uhrzeit. Viele gießen mittags oder spät abends. Das wirkt zuerst logisch. Mittags scheint die Sonne stark, die Pflanzen sehen schlapp aus und man bekommt sofort das Gefühl, die Tomaten brauchen Wasser. Doch genau zu dieser Zeit verdunstet ein großer Teil des Wassers schon an der Oberfläche. Die heiße Erde nimmt es kaum auf. Und die Pflanze bekommt oft weniger davon ab, als man denkt. Meine Oma hat deshalb immer morgens gegossen, früh am Tag, bevor die große Hitze kam. Sie sagte immer, die Pflanze muss vorbereitet in den Tag gehen. Und tatsächlich ergibt das Sinn. Am Morgen können die Wurzeln das Wasser langsam aufnehmen. Die Pflanze speichert Feuchtigkeit in Blättern und Stamm. Und wenn die Mittagshitze kommt, ist sie deutlich stabiler. Abends dagegen bleiben die Pflanzen oft lange feucht. Vor allem in Gewächshäusern oder bei dicht stehenden Tomaten. Und genau diese dauerhafte Feuchtigkeit mögen Pilzkrankheiten besonders gern. Meine Oma sagte immer, Tomaten schlafen lieber trocken. Diesen Satz fand ich früher lustig. Heute verstehe ich ihn. Denn viele Pilzkrankheiten entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich langsam über mehrere Nächte mit feuchten Blättern. Darum war Omas Regel ganz einfach. Wenn gegossen wird, dann möglichst morgens. Kapitel 2: Zu oft und zu wenig. Der zweite Fehler passiert fast überall. Viele gießen jeden Tag nur ein wenig. Ein kurzer Schwall Wasser. Vielleicht nur eine kleine Gießkanne. Dadurch wird zwar die obere Erdschicht nass, doch weiter unten bleibt der Boden trocken. Und genau das sorgt später für Probleme. Denn die Wurzeln bleiben dadurch an der Oberfläche. Die Pflanze lernt, Wasser gibt es nur oben. Kommt dann ein heißer Sommertag, trocknen die oberen Zentimeter Erde extrem schnell aus. Und plötzlich hängen die Pflanzen schlaff herunter. Nicht, weil grundsätzlich zu wenig Wasser vorhanden wäre, sondern weil die Wurzeln nie gelernt haben, tiefer zu wachsen. Meine Oma hat völlig anders gegossen. Nicht jeden Tag, sondern nur 2- bis 3-mal pro Woche. Dafür aber gründlich. Sie ließ das Wasser langsam einsickern, bis der Boden deutlich tiefer feucht war. Manchmal hat sie sogar mit dem Finger geprüft, wie weit die Feuchtigkeit wirklich gekommen ist. Das sah unglaublich einfach aus. Aber genau darin lag die Erfahrung. Sie sagte immer, die Wurzel muss nach unten wollen. Dadurch mussten die Wurzeln tiefer wachsen. Und genau diese Pflanzen kamen später mit Hitze viel besser zurecht. Das Erstaunliche daran, die Tomaten wirkten oft sogar kräftiger, obwohl sie seltener gegossen wurden. Während andere Pflanzen an heißen Tagen sofort schlapp machten, standen ihre Tomaten oft erstaunlich stabil im Beet. Nicht perfekt, aber ruhig und widerstandsfähig. Kapitel 3: Warum nasse Blätter zum Problem werden. Ein weiterer Fehler passiert oft ganz nebenbei. Man nimmt den Gartenschlauch und sprüht einfach über die ganze Pflanze. Blätter, Früchte und Stängel werden komplett nass. Das sieht zwar frisch aus,
Doch Tomaten mögen genau das oft nicht. Denn dauerhaft feuchte Blätter fördern Pilzkrankheiten. Vor allem Braunfäule breitet sich deutlich leichter aus, wenn die Blätter lange nass bleiben. Meine Oma hat deshalb immer nur direkt unten an der Pflanze gegossen, nie über die Blätter. Sie hatte um jede Tomate eine kleine Mulde in der Erde geformt. Dort wurde das Wasser langsam hineingegeben. Die Erde konnte alles aufnehmen. Und die Pflanze blieb oben trocken. Später habe ich verstanden, wie sinnvoll das eigentlich war. Denn viele Krankheiten beginnen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich langsam, oft durch dauerhaft feuchte Blätter und schlechte Luftzirkulation. Gerade in warmen Sommernächten bleibt Feuchtigkeit lange zwischen den Pflanzen stehen. Und genau dort fühlen sich Pilzkrankheiten besonders wohl. Deshalb hilft manchmal schon eine kleine Veränderung. Nicht die ganze Pflanze wässern, sondern nur den Boden. Kapitel 4: Gleichmäßigkeit ist wichtiger als Perfektion. Viele Tomaten leiden nicht unter zu wenig Wasser, sondern unter ständigen Schwankungen. Einige Tage bleibt die Erde komplett trocken. Dann wird plötzlich sehr viel gegossen. Danach wieder gar nicht. Für die Pflanze bedeutet das Stress. Besonders sichtbar wird das bei platzenden Früchten. Die Tomate bekommt nach einer trockenen Phase plötzlich sehr viel Wasser. Die Frucht nimmt schnell Feuchtigkeit auf. Doch die Schale kann nicht mehr gleichmäßig mitwachsen. Und dann entstehen Risse. Auch Blütenendfäule hängt oft mit unregelmäßigem Gießen zusammen. Die Früchte bekommen dunkle Stellen am unteren Ende. Viele glauben dann sofort an fehlenden Dünger. Doch oft liegt das eigentliche Problem im unruhigen Wasserhaushalt. Meine Oma hatte deshalb einen festen Rhythmus. Nicht perfekt, nicht millilitergenau, aber ruhig und gleichmäßig. Und genau diese Ruhe tat den Pflanzen gut. Sie kontrollierte die Erde regelmäßig. Nicht hektisch, sondern einfach nebenbei. Wenn die Erde unten noch leicht feucht war, wurde nicht gegossen. Wenn sie trocken wurde, bekamen die Pflanzen Wasser. Kein ständiges Überreagieren. Keine Panik wegen leicht hängender Blätter am Nachmittag. Denn gerade bei großer Hitze lassen Tomaten ihre Blätter oft bewusst etwas hängen. Das ist nicht sofort ein Zeichen für Wassermangel, sondern manchmal einfach Schutz vor der Sonne. Kapitel 5: Kaltes Wasser stresst die Wurzeln. Ein Fehler wird besonders oft unterschätzt. Kaltes Leitungswasser direkt aus dem Schlauch. Im Sommer kann das Wasser aus der Leitung deutlich kälter sein als die warme Erde im Beet. Und genau dieser starke Unterschied bedeutet Stress für die Wurzeln. Meine Oma stellte ihre Gießkannen deshalb immer schon vorher bereit. Das Wasser konnte sich langsam an die Außentemperatur anpassen. Außerdem nutzte sie möglichst oft Regenwasser. Und ihre Pflanzen sahen jedes Jahr kräftig aus. Damals wirkte das für mich einfach wie eine alte Gewohnheit. Heute verstehe ich, wie aufmerksam sie ihren Garten beobachtet hat. Denn Pflanzen reagieren oft viel empfindlicher auf kleine Veränderungen, als man denkt. Besonders junge Tomatenpflanzen mögen keine starken Temperaturschwankungen an den Wurzeln. Warmes Sommerbeet und eiskaltes Wasser passen einfach nicht gut zusammen. Kapitel 6: Warum Mulch so viel verändert. Eine Sache hat meine Oma fast immer gemacht. Der Boden rund um die Tomaten war nie komplett nackt. Zwischen den Pflanzen lag oft etwas Rasenschnitt oder leicht angetrocknetes Pflanzenmaterial. Früher dachte ich, das wäre einfach nur ordentliches Arbeiten. Heute weiß ich, es war eine der wichtigsten Methoden überhaupt. Denn nackte Erde verliert im Sommer extrem schnell Feuchtigkeit. Vor allem bei Sonne und Wind. Mulch schützt den Boden wie eine kleine Decke. Die Erde bleibt länger kühl. Die Feuchtigkeit verdunstet langsamer. Und die Wurzeln geraten weniger unter Stress. Dadurch muss oft sogar deutlich seltener gegossen werden. Außerdem bleibt der Boden lockerer. Und genau das hilft den Wurzeln zusätzlich. Viele unterschätzen, wie stark ein ruhiger Boden das Wachstum beeinflusst. Doch gesunde Tomaten beginnen fast immer unten in der Erde. Kapitel 8: Warum Ruhe im Garten oft die beste Hilfe ist. Am Ende hatte meine Oma eigentlich nur 5 einfache Regeln. Erstens, möglichst morgens gießen. Zweitens, nicht jeden Tag ein bisschen, sondern seltener und dafür gründlich. Drittens, nur unten an die Pflanze gießen, nicht über die Blätter. Viertens, möglichst gleichmäßig bleiben, keine ständigen Wechsel zwischen Trockenheit und Überflutung. Und 5, kein eiskaltes Wasser direkt auf warme Wurzeln. Das klingt simpel. Und vielleicht ist genau das der Grund, warum es so gut funktioniert.
Viele Gartenprobleme entstehen nicht durch zu wenig Mühe, sondern durch zu viel Hektik. Kapitel 8: Warum Ruhe im Garten oft die beste Hilfe ist. Früher dachte ich immer, ein guter Garten bedeutet ständig etwas tun zu müssen. Mehr gießen, mehr düngen, mehr kontrollieren. Doch je länger ich mich mit Tomaten beschäftige, desto mehr verstehe ich, warum meine Oma immer so ruhig geblieben ist. Sie hat ihre Pflanzen beobachtet, nicht ständig eingegriffen. Und genau dadurch wirkten ihre Tomaten oft kräftiger als viele andere Pflanzen in der Nachbarschaft. Tomaten brauchen keine dauernde Aufmerksamkeit. Sie brauchen verlässliche Bedingungen, einen ruhigen Boden, gleichmäßige Feuchtigkeit und Menschen, die nicht jeden warmen Sommertag sofort als Notfall sehen. Vielleicht ist genau das die wichtigste Gartenregel überhaupt. Nicht hektisch werden, sondern lernen, der Pflanze wieder etwas mehr zu vertrauen. Tomaten brauchen Aufmerksamkeit, aber sie brauchen keine ständigen Eingriffe. Oft hilft es mehr, die Pflanze wirklich zu beobachten. Wie fühlt sich die Erde tiefer unten an? Wie sieht die Pflanze morgens aus? Bleiben die Blätter dauerhaft schlapp oder nur mittags? Denn genau dort beginnt langfristig ein gesunder Garten. Nicht in hektischen Maßnahmen, sondern in ruhigen Gewohnheiten. Und manchmal steckt in diesen alten Gartenregeln tatsächlich mehr Erfahrung, als man zuerst denkt. Vielleicht hast du selbst noch Erinnerungen an Eltern oder Großeltern im Garten, an feste Abläufe, an bestimmte Regeln oder an kleine Gewohnheiten, die damals völlig normal wirkten. Viele dieser alten Erfahrungen gehen heute langsam verloren. Dabei steckt oft erstaunlich viel Wissen darin. Meine Oma hatte keine modernen Bewässerungssysteme, keine Feuchtigkeitssensoren und keinen perfekten Garten. Aber sie hatte Geduld, Beobachtung und ein Gefühl für ihre Pflanzen. Und genau das macht oft den Unterschied. Wenn du magst, schreib gern in die Kommentare, wie du deine Tomaten bisher gegossen hast. Vielleicht hast du ja sogar selbst noch einen Tipp von Eltern oder Großeltern übernommen. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.